Hallo, ich bin die Doris. Und ich der Karle. Und wir wollen euch unsere neu ausgebaute Scheune zeigen. Also komm mit. Da waren die Pferde vorne und da waren die Kühe und hinten waren die Schweine innen aus. Das war immer mein Vater und mein Traum, dass wir irgendwann diese Scheune ausbauen, gell? Ausbauen, ja, genau. Dann waren 5 Architekten da und die wollten das alle abreißen, die Scheune. Ja. Und durch Zufall haben wir dann einen tollen Architekt gefunden in Warmbronn, der dann gesagt hat, er macht es mit uns. Die Scheune, das war praktisch eine leere Hülle, die man wieder neu befüllen musste. Insgesamt hat es 2,5 Jahre gedauert und der Vater wird ja in 2 Wochen 92. Und ohne ihn hätte ich das alles nicht geschafft und auch nicht gemacht. Die ganze Familie hat immer mitgeholfen. Der Opa war auf dem Gerüst ganz oben. Hat alles noch runtergestrichen, das Holz. Alles runtergestrichen, alles abgeschliffen. Ja. Egal was es zum Docket hat, den hat man immer bremsen müssen. Also wir haben jetzt insgesamt 8 Wohnungen. Vorne sind es 3 und in dem Haus sind es 5. 2 haben wir vermietet in dem neuen Gebäude und 3 sind in der Familie. Ich wohne ganz oben unterm Dach. Habe ich mir den Traum verwirklicht. Ja. In der Scheune war ja gar nichts und mein ehemaliger Schulkamerad kam auf die Idee, eine Stahltreppe reinzubauen. Und es hat mir sehr gut gefallen, deswegen haben wir das so umgesetzt. Da haben wir hier vielleicht so ein kleines Highlight. Eines Tages sah ich da 2 Türen im Hof liegen und da habe ich gedacht, also eine davon gehört mir und da habe ich hier die Garderobe draus gemacht. Finde ich eigentlich ganz witzig. Früher habe ich ja im alten Haus gewohnt vorne und hier habe ich mich jetzt endlich mal verwirklichen können und habe das genau nach meinen Wünschen machen lassen. Die kleine Küche, nicht so viel Schränke, schön offen. Ich finde es ganz toll, also mir gefällt es. Hier habe ich mir eine Abdeckung für mein Herd machen lassen. Da ist mein Herd runter. Und das Bild da drauf ist praktisch der Teil von dem hier. Man sieht hier jetzt die ganzen alten Balken, wie das vorher ausgesehen hat. Man sieht genau, dass die Balken jetzt hier freigelegt oder immer noch da sind. Der Opa, den hast du überall gefunden. Selbst im obersten Dachwinkel war der Opa und hat Fugen ausgekratzt oder die Fugen gestrichen. Nach dem Essen normalerweise schläft er immer 1 Stunde oder 1,5 und dann war ich da ja immer beruhigt, weil ich denke, der schläft. Immer wenn ich dann gedacht habe, also ich fange jetzt schon mal wieder früher an, habe ich irgendwo den Opa erwischt, wie er seinen Mittagsschlaf nicht eingehalten hat und schon wieder am Arbeiten war. Also der war immer da, wo er hätte eigentlich nicht sein sollen. Da habe ich schon immer davon geträumt, dass ich mal eine Hängematte habe. Schön an den Balken aufgelegt, jetzt habe ich sogar 2. Eine an dem Balken und eine auf der Terrasse. Zu meinem 60. bekommen von meiner Tochter. Mein Lebensgefährte, der eine Ortschaft weiter wohnt, der hat diese Lampe gemacht. Aus so einem alten Holzbalken. Der hat auch diese ganzen Balken hier, die man sieht, richtig in Kleinstarbeit tagelang gesäubert. Und natürlich haben wir auch ein paar so Balken übrig gehabt. Und da hat er 3 solche Dachbalkenlampen gemacht. Hier steht noch ein altes Sofa, und zwar das von meinen Eltern von 1960. Und das ist ein Lieblingsstück von mir. Das durfte schon in jede Wohnung mit umziehen. Da macht man einfach mal so kurz zack, zack und dann hat man ein tolles Gästebett. Ich sammle gern so alte Sachen. So, hier kommen wir jetzt ins Schlafzimmer.
ist halt auch so eine schöne hohe Decke. Ich brauche keine Rollläden, ich kann auch schlafen, wenn es hell ist. Da haben wir so ein altes Schränkle von meinem Vater, wo ich mitgenommen habe, und ein altes Fenster, wo hier stehen darf. Und hier ist mein Kleiderschrank. Da hatte ich so die Idee mit diesen Türen. Ist eigentlich ganz geschickt. Die Türen sind 2 Fensterläden, die ich einfach so zu dieser Salontür oder Salontür umgebaut habe. Ich fand die Idee ganz witzig. Jetzt gehen wir weiter ins Badezimmer. Ich bin die Einzige im Haus mit einer Badewanne. Die wollte ich unbedingt, weil ich einfach im Winter gerne bade. Das hier ist die Werkbank von meinem Vater. Die habe ich dem abgeschwatzt, obwohl er die heiß und innig geliebt hat. Aber ich auch, und ich wusste, dass die toll aussieht, wenn man die restauriert, und das haben wir gemacht. Also wir haben die wirklich abgeschliffen, da war Dreck drauf von 50 Jahren und die ist richtig toll geworden. So, jetzt kommen wir in meinen Bastelbereich oder Arbeitsbereich. Der ist schön hier oben unterm Dach. Hier ist mein PC, hier mache ich meine Kartenaufträge und mache meine Büroarbeit. Und im Winter, wenn der Walnussbaum keine Blätter hat, dann sehe ich direkt in den Garten und kann genau aufpassen, ob der Opa irgendwas macht, was er nicht soll. So, hier sind wir jetzt auf meiner Terrasse, auf die ich sehr stolz bin, weil ich ja vorher gar keine Balkon oder so hatte. Mein Oleander ist umgefallen, gerade eben im Sturm, sehe ich. So, also die Wetterseite, das sieht man. Da kommt das Wetter immer rein. Deswegen habe ich auch den Tisch gekauft, der ist mit Fliesen. Weil ein Holztisch hätte mir auch gefallen, aber ich glaube, dass der nach kurzer Zeit schon ganz wild ausgesehen hat. So, in der Ecke haben wir uns so ein bisschen einen Schutz hingemacht, dass wenn wir da sitzen, dass nicht jeder gleich sieht, wie wir chillen. Und da unten sehe ich jetzt einen Opa, wenn er was macht, was er nicht machen soll. Da gehen wir doch jetzt gerade mal runter zum Opa und gucken, was der gerade so anstellt. Vater? Ja. So, jetzt kannst du mal erzählen, was du alles im Garten schaffst. Ja, im Garten schaffe alles, was kommt noch. Und pflanze auch alles an, weil wir können alle was holen. Ich habe vor allem was. Mein Enkel hat gesagt, Opa, kauf doch ein anderes Zweckshäusle. Dann habe ich gesagt, was kostet das? Frag mal, was kostet. Dann hat er gesagt, 1200 €. Dann habe ich gesagt, das mache ich billiger, das baue ich selber, habe ich gesagt. Und dann hole ich was Futterringe. Da, komm. Komm raus, komm. Und dann hat zu meiner Frau gesagt, jetzt kommt meine Hühner da raus. Dann hat er den Lauf noch gemacht, da hat er raus. Dann hat sie gesagt, da fliegst du bald rein. Dann hat zu meiner Frau gesagt, weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt mache ich Renningen, Eisen 20, habe ich gesagt. Jetzt gehen meine Hühner unten durch. Ja, und seitdem läuft es so. Jetzt zeige ich die Werkstatt. Und da ist jetzt mein Bauholz, was übrig ist vom Bau als Holz. Und das versäge ich jetzt, wie ich es brauche im Winter noch. Genau. Ja. Und da habe ich mal ein ganz nettes Video gemacht
für meinen Instagram-Account, wo er mit der kleinen Stielsäge gesägt hat und ist ganz gut angekommen. Die freuen sich immer, wenn sie den Opa sehen. Ja, Gell? ja genau. Machen der Licht da dahin. Da waren früher immer 3 Rentler drin, gell? 6. 6, okay. Ganz früh das erste war mein Pferdle noch drin. Und heute ist jetzt das meine Werkstatt. Und im Umbau hat meine Sache alles am Richten und Schleifen noch, was er da braucht. Auch. Ja. So, und da ist ja deine tolle neue Werkbank, Vater, gell? Ja, die Ersatzwerkbank jetzt, wenn sie mir die andere fort sind. Die war viel stabiler wie die natürlich. Die im Bad finde ich also ganz gut. Haben sie ganz schön gemacht, muss ich sagen. Ja, gell? Schön. So, jetzt gehen wir in den Hühnergarten. Der ist noch nicht ganz fertig, aber Ist jetzt eingesät worden. Vorsicht. Das da unten ist eine von den 2 Wohnungen, die wir vermietet haben, weil wir brauchen ja ein bisschen Einnahmen, um das Ganze zu finanzieren. Ich wohne im alten Haus vorne. Ja. Ich will keine, ich bleibe im Alten voll. Und ober mir die 2, die sind ja vermietet. Jedenfalls, und das ist Ja. wichtig. Ja. Ja. Und alle finden es auch toll, dass wir das erhalten haben und Ja. nichts Neues nachgebaut haben. Ja. Das Tolle ist halt, dass wir jetzt fast alle unter einem Dach sind. So ist, ja. Und der Zusammenhalt von der Familie ist einfach klasse. Der Opa ist auch sehr pflegeleicht. Wird von allen geliebt, gell? Ja. Das war die Roomtour durch unsere neue alte Scheune. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch mehr so tolle Häuser sehen wollt, dann klickt bitte hier oder hier. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss miteinander. Tschüss. Ich glaube, es war uns nicht schlecht.